In diesem Video wollen wir einmal Serbien und Ungarn aus steuerlicher Sicht vergleichen als Unternehmensstandorte für alle, die ausgewandert sind und noch eine europäische unternehmerische Präsenz brauchen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wir unterstützen seit vielen Jahren Mandanten dabei, die auswandern, und immer wieder brauchen Mandanten auch nach der Auswanderung, also auch wenn sie zum Beispiel nach Dubai umziehen, noch eine unternehmerische Präsenz in Europa, zum Beispiel um europäische Kunden bedienen zu können oder weil sie Lager oder Produktion in Europa haben. Und dann ist natürlich die Frage groß, wo kann ich diese unternehmerische Präsenz aufbauen? Wo zahle ich geringe Steuern? Wo kriege ich möglichst viel des Gewinnes dann in meine neue steueroptimierte Heimat? Und was ist sonst noch aus steuerlicher Perspektive zu bedenken? Viele Mandanten interessieren sich dabei spezifisch für Ungarn und Serbien. Bei Serbien ist es ganz klar so, dass Serbien nicht in der EU ist, aber dennoch natürlich stark in der europäischen Tradition steht, mitten im Herzen Europas ist. Ungarn ist ebenfalls sehr attraktiv. Auch hier identifizieren sich viele unserer Mandanten mit der Politik Viktor Orbáns. Man mag davon halten, was man will. Und auch Ungarn ist als unternehmerfreundliches Land bekannt. Beide Länder haben gemeinsam, dass die Besteuerung von Kapitalgesellschaften ziemlich tief ist. Beide Länder haben ebenfalls gemeinsam, dass sie sehr gute Beziehungen unterhalten mit China, mit Russland und anderen BRICS-Staaten. Und das ist tatsächlich für viele unserer Mandanten wichtig. Wir haben Mandanten, die zum Beispiel aus Deutschland wegziehen und nicht damit einverstanden sind, wie der Westen Russland oder China behandelt. Und sie wollen spezifisch in einem Land leben, wo diese Beziehungen anders gehandhabt werden, weil eben Russland und China eben wichtig sind, weil man dort Handelspartner hat und man möchte natürlich hier ungehindert sein Unternehmen vorantreiben können. Eher strategisch betrachtet kann man nun auch beide Länder sozusagen als ein Sprungbrett in den BRICS-Raum sehen. Wenn sich der BRICS-Raum hier weiter wirtschaftlich entwickelt, weiter wirtschaftlich erfolgreich wird, als Block meine ich nun, dann braucht man ja so eine Art Brückenkopf, wo ich dann in der Lage bin, hier von diesem Wachstum des BRICS-Blockes als Unternehmer zu profitieren. Das sehen eben auch viele bei Ungarn und Serbien gegeben. Welches der Länder ist aber nun wirklich besser? Was sind spezifische steuerliche Vorteile in beiden Ländern und was sind vielleicht Nachteile? Ich möchte mich in diesem Video auf Kapitalgesellschaften konzentrieren. Natürlich gibt es in beiden Ländern auch Personengesellschaften. Natürlich kann man auch Einzelunternehmer sein in beiden Ländern. Ich möchte mich hier auf Kapitalgesellschaften konzentrieren. Ich gehe in unserem hypothetischen Beispiel davon aus, dass du als Auswanderer in einem Niedrigsteuerland lebst, wie zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nehmen wir als Beispiel Dubai an, wo du keine Einkommensteuern bezahlen musst. Auch gehe ich davon aus, dass das Unternehmen, was du in Serbien oder Ungarn betreiben würdest, tatsächlich Gewinn erwirtschaftet. Das heißt also, dass du hier Körperschaftssteuer bezahlen müsstest und dass du dir dann nach Dubai in unserem Beispiel Dividende ausschütten wirst und natürlich hier
in dieser Gesamtkonstellation an einer möglichst günstigen Besteuerung interessiert bist. Natürlich, es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten und Parameter auch, aber dann müsste ich hier 2 Stunden in diesem Video reden. Wir beschränken uns auf diese sehr kompakten Rahmenbedingungen und Faktoren und dann kann man alles weitere in einer möglichen Beratung klären. Mir ist natürlich klar, dass beide Länder ihre eigenen kulturellen Eigenheiten haben. Darauf will ich jetzt auch nicht eingehen. Das ist etwas, das du dann am besten selbst herausfinden musst oder vielleicht sogar schon kennst, weil du beide Länder besucht hast. Kommen wir zunächst mal zur Körperschaftssteuer. In Serbien gilt ein Körperschaftssteuersatz von 15%. In Ungarn sind es 9%. Ungarn ist damit in der Europäischen Union das Land mit der geringsten offiziellen Körperschaftssteuer. Natürlich in Malta beträgt die effektive Körperschaftssteuer sogar nur 5%. Das heißt, das ist noch niedriger als Ungarn. Aber wenn man sich den offiziellen Körperschaftssteuersatz anschaut, dann sind es in Ungarn 9%, in Serbien sind es 15%. Serbien ist natürlich kein Mitglied der Europäischen Union. Serbien ist offiziell Beitrittskandidat, aber dieser Beitritt zieht sich so hin, schon seit Jahrzehnten kann man sagen. Ich frage mich deshalb, ob Serbien hier wirklich in die EU eintreten möchte oder ob Serbien nicht diesen Außenseiterstatus selbst sehr schätzt und man sich so ganz gern als irgendwo in Europa sieht, aber eben nicht als Teil des Ganzen, nicht als Teil der Europäischen Union. Eine Gewerbesteuer gibt es in beiden Ländern nicht. Das heißt also, die 15% in Serbien und die 9% in Ungarn sind dann tatsächlich das, was du bezahlen müsstest auf Seite einer Kapitalgesellschaft, die du in Serbien oder Ungarn gründest, wenn du einen Gewinn erwirtschaftest. So, jetzt die Frage, wie kommen diese Gewinne nach Dubai in unserem Fall? Wie kommen sie möglichst günstig nach Dubai? Und hier gibt es jetzt etwas, was sehr viele nicht beachten. Gerade bei der Schweiz zum Beispiel fällt mir das immer wieder auf und das ist das Thema Quellensteuer. Natürlich die Unternehmensbesteuerung, 15% oder 9% sind sehr gering. Aber was bringt es dir nun, wenn du diese Gewinne nach Dubai ausschüttest und dann wird nochmal eine horrende Quellensteuer fällig? In der Schweiz zum Beispiel sind es 35%. Das heißt, was würde es dir bringen, wenn du in Dubai wohnst und zum Beispiel im Zug in der Schweiz eine Firma gründest? Die zahlt zwar nur 11,85% Steuern, aber du müsstest bei der Ausschüttung nach Dubai dann 35% Quellensteuer in der Schweiz bezahlen. Nun, hier würden nun viele einwerfen, da kann ich ja einfach eine Holdinggesellschaft gründen. Das ist korrekt, das kannst du gründen. Allerdings sind hier die Bedingungen für Holdinggesellschaften weltweit in der EU und auch in anderen Ländern wie der Schweiz immer strenger geworden. Das heißt also, wenn diese Holdinggesellschaft nur gegründet wird, um Steuern zu sparen, dann wird sie letztlich nicht anerkannt von der Steuerbehörde, welche dafür verantwortlich ist, hier zu bestimmen, ob eine Quellensteuer anfällt oder nicht. Zum Beispiel im Falle Deutschlands, wenn man eine deutsche GmbH hat, ist es extrem schwierig, hier manchmal die Quellensteuer zu vermeiden, insbesondere dann, wenn man keine Substanz hat in der Holding. Also wenn diese Holding nur gegründet wurde als Briefkastengesellschaft, um die Anteile an der operativen Gesellschaft zu halten, ja, dann wirst du die Quellensteuer nicht zurückbekommen und dann bist du natürlich richtig heftig in der Besteuerung drin, wenn du dann noch 20 oder 30% Quellensteuer im Ursprungsland bezahlen musst. So, wie ist das nun bei Ungarn oder bei Serbien? Denn das ist ja die entscheidende Frage. Es bringt uns nichts, wenn die Körperschaftssteuer niedrig ist und die Quellensteuer hoch ist. Nun, bei Ungarn ist es so, dass natürliche Personen eine Quellensteuer von 15% bezahlen müssen. Das heißt also, wenn du direkt diese Anteile hältst, du wohnst in Dubai, hältst direkt diese Anteile an der ungarischen Gesellschaft, dann werden 15% Quellensteuer fällig. Ungarn hat jetzt aber die schöne Regelung, dass bei Gesellschaftern, die juristische Personen sind, keine Quellensteuer anfällt. Punkt. Ohne weitere Bedingungen. Da wird eben nicht groß geprüft, ob letztlich hier diese Holdinggesellschaft dann Substanz hat oder nicht, sondern grundsätzlich, wenn der Gesellschafter eine juristische Person ist, Quellensteuer 0.
Das heißt also, du kannst nun zum Beispiel sagen, du gründest eine Holdinggesellschaft irgendwo in Dubai, in den USA oder eben auch in UK zum Beispiel, also irgendwo, wo es sinnvoll ist. Zypern, Malta, muss man dann natürlich sehen, was dann gut ist. Diese Staaten haben möglicherweise alle keine Quellensteuer. Das heißt also, die ungarische Gesellschaft schüttet an diese Holdinggesellschaft aus und dann fließt das Ganze zu dir letztlich steuerfrei durch. Das heißt, in Ungarn kannst du wirklich erreichen 9% Gesamtbesteuerung tutti quanto, Punkt. Und das ohne jetzt besonders komplizierte Strukturen hier etablieren zu müssen. In Serbien sieht es leider anders aus. Serbien hat eben eine Quellensteuer. Serbien hat natürlich Doppelbesteuerungsabkommen mit verschiedenen Ländern. Aber eben, wenn du jetzt in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten wohnst, dann sieht es dort ziemlich zappenduster aus. Das heißt also, du musst in Serbien mit einer Quellensteuer von 20% rechnen. So, ich mache hier mal die PwC Worldwide Tax Summaries auf für Serbien. Dort können wir uns zum Thema Quellensteuer informieren. Hier sehen wir die Doppelbesteuerungsabkommen, die Serbien abgeschlossen hat. Hier gibt es sogar noch spezielle Regelungen für Steueroasen, ja, also nochmals negativer. Ja, also grundsätzlich bei Dividenden eine Quellensteuer von 20%. Zum Beispiel hier Malta, dort wird die Quellensteuer reduziert auf 5 bzw. 10%. Hier haben wir UK, das sind 5 oder 15%. Warum diese unterschiedlichen Steuersätze, zum Beispiel im Falle UKs und zum Beispiel im Falle Maltas? Nun, hier geht es darum, ob die Holdinggesellschaft mindestens 25% der Gesellschaft kontrolliert. Wenn das so ist, fallen 5% an, ansonsten eben 10%. Du kannst also davon ausgehen, in Serbien werden nochmal mindestens 5% Quellensteuer fällig. Das heißt, wir liegen bei einer Besteuerung der Gewinne bei 20%. Bis du diese dann in Dubai wirklich in der Hand hältst. Da liegt also eindeutig hier Ungarn vorne. Ich möchte hier nochmal kurz einschieben. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir in meinem Beispiel davon ausgehen, dass tatsächlich Gewinne ausgeschüttet werden. Nun, vielfach werden ja gar keine Gewinne ausgeschüttet und ich kann zum Beispiel auch über Rechnungslegung, über Gehälter oder ähnliches Geld aus der Gesellschaft herausziehen. Ja. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, die es in Serbien gibt. Da werden dann keine Steuern fällig, denn das sind ja dann Betriebsausgaben, die letztlich den Gewinn schmälern. Und insofern sind die nicht von Besteuerung betroffen. Natürlich muss man auch hier bestimmte Regeln beachten, können Geschäftsführer Rechnung an die Gesellschaft schicken, müssen Geschäftsführer diese Gehälter dann am Sitzstaat der Gesellschaft versteuern. Vielfach ist das so. Das muss man dann einfach im Detail hier klären. So, einen sehr großen Vorteil hat Serbien nun. Serbien hat eine sehr attraktive sogenannte Patent Box oder IP Box auch genannt. Wenn du zum Beispiel im Bereich Softwareentwicklung, IT tätig bist oder eben Patente hast oder auch über anderes geistiges Eigentum verfügst, das nicht offensichtlich ist, nützlich und neuartig, dann kannst du mit der serbischen Gesellschaft hier Gewinne aus diesem geistigen Eigentum vermarkten und zahlst in Serbien nur 3% Steuern. Rechnen wir mal eine mögliche Quellensteuer von 5% dazu, dann lägst du also bei 8%. Allerdings muss man sagen, dass auch Ungarn eine Patent Box hat. Hier zahlt man dann 4,5% Steuern. Die ungarische Patent Box ist weniger flexibel als die serbische. In Ungarn werden das geistige Eigentum höhere Auflagen gestellt als in Serbien, damit es hier für diesen Steuerrabatt sich qualifiziert. Aber dann, wie gesagt, in Ungarn nur 4,5% und wir haben ja vorhin gesagt, es wird keine Quellensteuer fällig. Das heißt, das wäre dann tatsächlich der Steuersatz, den du bezahlen musst. In Serbien wäre es dann zusammen mit der Quellensteuer, wenn du eine entsprechende Holding im Ausland hast, 8% im besten Fall. Also rein aus steuerlicher Sicht muss man sagen, dass hier Ungarn tatsächlich die Nase vorn hat. Nun gibt es natürlich dennoch Gründe, hier in Serbien ein Unternehmen zu gründen. Wie gesagt, wenn es dir sehr wichtig ist, dass das Unternehmen nicht in der EU ist, möglicherweise sind die Kosten in Serbien geringer. Vielleicht hast du auch persönliche Beziehungen nach Serbien, hast dort Kontakte
und kannst es dort auch vorstellen. Nun, insbesondere wenn du die IP-Box verwendest in Serbien, finde ich dieses Land hochattraktiv. Ohne die IP-Box wahrscheinlich nicht, zumindest wenn du Gewinne erwirtschaftest. Wenn du ein Unternehmen hast, das sowieso keine Gewinne erwirtschaftet oder wenn du das so steuern kannst, dass keine Gewinne erwirtschaftet werden und du möglicherweise bestimmte Beträge dort aus der Gesellschaft abziehen kannst über Gehälter, über Rechnungen, na, dann ist es natürlich nicht relevant, wie hoch tatsächlich die Körperschaftssteuer ist. So, und damit sind wir am Ende angelangt. Hast du Erfahrungen in Ungarn? Hast du Erfahrungen in Serbien, Unternehmen zu gründen, Unternehmen zu leiten? Würde mich sehr interessieren. Poste hier deine Erfahrung als Kommentar auf dieses Video. Das freut immer die gesamte Community. Hier können wir alle viel von dir lernen. Wir sind dir dankbar für deinen Input. Wenn auch du dich mit dem Gedanken herumträgst, auszuwandern, möglicherweise eine Firma gründen willst, wenn du ausgewandert bist, um dann Gewinne hier steuerschonend zu vereinnahmen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau dabei zu beraten, zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.